Ich heiße Rebecca Herzog und bin Senior Postdoc in der Kinderklinik. Das ist die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde und da arbeite ich in der Abteilung für Nephrologie und Gastroenterologie. In unserer Arbeit geht es um die Bauchfelldialyse, die sogenannte Peritonealdialyse. Das ist eine Dialysemethode für Patienten und Patientinnen mit einer terminalen Niereninsuffizienz, das heißt, wenn die Nieren nicht mehr funktionieren. Das Problem dieser Art der Dialyse, neben vielen Vorteilen, ist, dass man sie nur eine begrenzte Zeit durchführen kann. Und wir haben jetzt versucht zu verstehen, warum das der Fall ist, aber wir haben auch versucht, einen Weg zu finden, um diese Zeit zu verlängern. In der Arbeit konnten wir zeigen, dass ein ganz spezifisches Protein, Alpha-Beta-Crystallin, daran beteiligt ist, dass die Bauchwand sich verändert während der Dialyse. Im zweiten Schritt dieser Arbeit konnten wir zeigen, wenn wir Lithiumchlorid zur Dialyseflüssigkeit hinzugeben, dass die Veränderung der Bauchwand länger hinauszuzögern ist. Die Bauchfelldialyse, mit der wir uns beschäftigen, verwenden im Moment nur wenige Patienten und Patientinnen. Sie ist aber im Vergleich zur klassischen Hämodialyse mit einer viel höheren Lebensqualität der Patienten und Patientinnen verbunden. Zum Beispiel kann man ganz normal in die Schule gehen, auf die Uni gehen, arbeiten oder in Urlaub fahren. Und wir versuchen, die Bauchfelldialyse mit unserer Forschung zu verbessern, damit dann auch das Outcome der Patienten besser ist. Einer meiner MedUni Wien-Momente, vor allem in den letzten Jahren, war das erste Mal, wie ich eine Lehrveranstaltung gehalten habe. Das heißt, das erste Mal, wie ich die Seiten gewechselt habe und von der Studierenden zur Lehrveranstaltungsleiterin geworden bin. Und das gehört zum Unileben dazu, war aber nie mein Plan, aber macht mir überraschend viel Spaß, mein Wissen weiterzugeben. Das Besondere an meinem Arbeitsplatz ist und an meiner Arbeitsgruppe ist die Vereinigung von Grundlagenforschung, translationaler Forschung und Medikamenten- oder Medizinproduktentwicklung bis zu Patientinnen und Patienten. Das heißt, wir sehen in unserem Labor eigentlich das gesamte Spektrum, das die MedUni Wien zu bieten hat. Meine nächsten Ziele sind ganz klar der positive Abschluss der Habilitation und dann in näherer Zukunft auch die Leitung einer eigenen Arbeitsgruppe an der MedUni.